In Deutschland werden pro Jahr 250.000 Wirbelkörperfrakturen diagnostiziert, die mit Osteoporose in Verbindung stehen. Wirbelbrüche haben eine negative Auswirkung auf die Lebensqualität der Patienten. Sie führen zu Rückenschmerzen, reduzieren die Beweglichkeit des Rückens, vermindern die körperliche Leistungsfähigkeit und die Patienten haben mehr Angst zu stürzen. Und wenn man darüber nachdenkt, dass mehr als die Hälfte der Frakturen überhaupt gar nicht diagnostiziert werden, weil ja Rückenschmerzen normal zu dem Alterungsprozess dazugehört, dann kann man sich vorstellen, wie viele Patienten vielleicht eine Wirbelkörperfraktur haben und es gar nicht wissen und davon ihre Schmerzen kommen. Heute zeige ich dir eine einfache Übungsroutine für zu Hause, ohne jegliche Hilfsmittel, die bewiesen hat, Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit zu verbessern, Muskelkraft und Ausdauer zu steigern bei Patienten mit Rückenschmerzen wegen einer Wirbelkörperfraktur und die zusätzlich Osteoporosen hatten. Du platzierst diesen Kissen an den Bauch, sodass deine Lendenwirbelsäule eher von dem Hohlkreuz wegkommt, dass du eine leichte Rundung hast. Deine Hände platzierst du jetzt neben den Körper und jetzt einfach mit der Kraft von deinen Händen kommst du von dem Boden leicht hoch. Aber nur so weit, bis die Wirbelsäule in eine Gerade ist. Das heißt, du kommst von dieser Rundung der Lendenwirbelsäule wieder zurück und dann langsam wieder runter. Einfach so leicht hochdrücken und dann wieder runter. Versuch mal ganz aktiv, deine Rückenmuskulatur dazu zu nutzen. Das sollst du jetzt einfach mal 10 Mal wiederholen, um diese Muskulatur erstmal einfach zu aktivieren. Jetzt, wo du an der Beweglichkeit gearbeitet hast, gehen wir an den Übungen zur Stärkung der Rückenstreckermuskulatur. Die Stärkung der Muskulatur sorgt dafür, dass dein Rücken stabiler ist. Mit mehr Kraft hast du auch eine geringe Sturzgefahr und Bewegung sorgt für eine bessere Durchblutung und Schmerzlinderung. Das Gesicht sollte nach unten gerichtet sein, sodass du zum Boden hinschaust. Deine Hände als erstes in 90 Grad neben den Körper und dann probierst du Rumpf und Schulter hochzuheben und langsam wieder runterzulassen. Hochzuheben, auszuatmen und langsam wieder runterkommen. Versuch mal die Spannung aufzubauen. Vom Gesäß aus, dann die unteren Rückenmuskulatur bis nach oben zur Schulterplatte. Das ist jetzt die leichteste Variante. Die schwere Variante, wenn du dabei keine Beschwerden hast, ist mit den Armen gestreckt nach vorne. Weiterhin solltest du auf den Boden schauen, Körper komplett ablegen und dann strecken nach oben. Oben in die Position reinkommen, ein paar Sekunden halten und dann langsam wieder runter. Komplett locker lassen und dann wieder nach vorne. Weit, weit, weit strecken und wieder runter. Auch diese Übung solltest du je nach Kraftzustand zwischen 12 und 15 Wiederholungen durchführen. Als nächstes geht es jetzt um die gekreuzte Muskelkette. Das heißt, du legst dich wieder auf den Bauch und versuchst jetzt abwechselnd rechter Arm und linken Bein hochzuheben. Du schaust wieder nach unten, versuchst dann deinen rechten Arm so weit wie möglich hochzuheben, den Rumpf oben zu lassen und gleichzeitig auch das linke Bein so weit wie du kannst hochheben. Wichtig ist, dass das Knie gestreckt bleibt. Und dann langsam wieder runterlassen. Noch einmal, Arm so weit wie möglich lang zu strecken, so als ob du hier vorne was greifen willst. Und das Bein über das Gesäß, Knie durchgestreckt, Fußspitze ganz weit machen und dann wieder runter. Auch hier solltest du 10 bis 12 Wiederholungen durchführen und dann auf der anderen Seite. Nach unten locker lassen, komplett entspannen und dann
Linkes Arm, rechtes Bein, so weit wie du kannst, richtig weit, weit lang machen und dann wieder runterkommen. Strecken, versuch mal den Rücken richtig hoch zu heben. Den Brustbereich von dem Boden hoch zu heben, das Bein richtig lang zu machen und dann wieder locker. Wenn du die Übungen in Bauchlage fertig hast, dann versuch die mal auf die Knie zu setzen und geh mit deinem Rumpf so weit wie du kannst nach vorne. Du kannst die Knie auch ein bisschen strecken. Das Wichtige ist, dass dein Rumpf auf die Oberschenkel ruht. Und mit den Händen versuchst du so weit wie möglich nach vorne zu greifen, so dass du eine Dehnung an der Wirbelsäule spürst. Wenn du das schaffst, hinten auf die Füße sitzen zu bleiben, ist es gut. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Zieh die weit, weit nach vorne über die Hände. Tief einatmen, ausatmen, 10-15 Sekunden. Und dann gehen wir in die nächste Übung, in Vierfüßlerstand. Und nun in Vierfüßlerstand eine weitere Übung zur Stabilität des Rumpfes. Deine Füße sind aufgestellt, die Knie sind gebeugt unterhalb von der Hüfte, deine Hände sind unterhalb der Schulter. Du kannst mit der Vorderhand auf den Boden greifen, aber auch, wenn es für dich besser ist, einfach mit den Fäusten auf den Boden. Und hier, genauso wie auf der Bauchlage, versuchst du, den rechten Arm zu strecken und das linke Bein zu strecken. Wichtig ist, dass du diese Übung langsam durchführst, dass die Muskulatur auch ihre volle Kraft ausführen kann. Und dann wieder zurück. Nach vorne kommen, so stabil wie möglich zu bleiben, nicht in Hohlkreuz zu fallen. Weit nach vorne greifen und das Bein weit nach hinten strecken. Und wieder locker zu lassen. Auch hier, wenn möglich, 12-15 Wiederholungen. Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du auch nur 8 Wiederholungen machen. Wichtig ist, dass du versuchst, jedes Mal ein bisschen weiter zu kommen und die Übungen sauber durchzuführen. Wenn du mit einer Seite fertig bist, selbstverständlich die andere Seite dazu. Arm weit strecken, Bein weit strecken und langsam wieder zurück. Ausatmen, weit machen. Einatmen, zusammenziehen. Du willst wissen, welche Übungen gut für deine Beschwerden sind? Ich zeige dir jede Woche, welche Übungen gut sind für deine Beschwerden. Und all das noch wissenschaftlich basiert. Ich freue mich, dir zu helfen, ein aktiveres Leben zu führen. Und wenn du jemanden kennst, die an Osteoporose leidet, dann schick ihr oder ihm dieses Video. Und die letzte Übung ist nun in Stehen. Du stellst dich mit deinen Füßen hüftbreit auseinander, deine Knie sollen leicht gebeugt sein. Deine Daumen, die zeigen jetzt nach außen. Dann gehst du leicht in die Kniebeuge, bringst die Arme nach oben raus und deine Wirbelsäule solltest du versuchen gerade zu halten. Und dann locker wieder hoch. Du solltest dabei achten, dass deine Wirbelsäule eher gerade bzw. dass du nicht in Hohlkreuz fällst. Dein Becken bleibt stabil, die Daumen zeigen nach außen und dann wieder hoch. Knie gebeugt, Arm nach außen gedreht, kein Hohlkreuz und wieder runter. Von vorne betrachtet sieht dein Rumpf und deine Arme aus wie ein Y. Diese Übung ist außerdem besonders gut, wenn du Schmerzenbeschwerden hast. Und auch diese Übung solltest du dann 10 bis 12 Wiederholungen durchführen. Bei der Studie haben die Teilnehmerinnen 6 Wochen lang trainiert. Mindestens 3-mal in die Woche musst du schon die Übungen machen. Nach diesem Zeitraum von 6 Wochen hatten die Patienten deutlich weniger Schmerzen, die Beweglichkeit war deutlich besser und auch die Kraft der Rückenstreckenmuskulatur hat deutlich zugenommen. Probier diese Übungsroutine zu Hause aus
Ich bin mir sicher, die werden dir bei deinen Beschwerden helfen. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!